Ebenfalls eine häufig gestellte Frage ist, ob der buddhistische Weg eine Religion ist oder nicht. Und die Frage wird vor allen Dingen gestellt von Menschen, die das Gefühl haben, in Konflikt zu geraten mit ihrem christlichen Hintergrund. Kann ich den buddhistischen Weg gehen und Christ bleiben? Ja, es ist auch schon vorgekommen mit dem Islam, das ist aber eher selten. Und natürlich gibt es eine Menge Menschen, die zutiefst überzeugt sind, dass sie eigentlich keine Religion praktizieren wollen. Weil Religion ist für sie damit verbunden, dass man Regeln befolgen muss, dass es Glaubenssätze gibt und wenn du das glaubst und das andere darfst du nicht glauben und so, nur dann bin ich ein guter Praktizierender, wenn ich also den Glauben annehmen kann. Und jetzt ist es so, dass wir, was den buddhistischen Weg angeht, in einer seltsamen Situation sind. Wir bemühen uns als buddhistisch Praktizierende um Anerkennung als Religionsgemeinschaft in Deutschland, in Österreich und so weiter. Ja, also das ist tatsächlich ja auch im Laufe der Jahrtausende, jetzt ist ja so etwas wie eine Volksreligion entstanden. Schaut euch Sri Lanka an, Myanmar, Thailand, Vietnam und so weiter, Japan, überall gibt es, Tibet natürlich auch, überall gibt es Zeichen von Volksreligion und mit den verschiedenen Formen von Anbetung und so weiter. Und das verwirrt natürlich. Und es verschleiert auch, was der buddhistische Weg eigentlich ist. Denn schon der Buddha selbst, der hat sich eindeutig distanziert davon, ein Religionsstifter zu sein. Er sprach über seinen Ansatz, sprach er immer als Magga, als Marga, als Weg. Für ihn ist es einfach ein Weg gewesen, ein Weg aus dem Leid heraus, in die immer größer werdende Freiheit, ins Erwachen, also ins Bodhi, in den Zustand von dem, was wir dann auch Buddhaschaft nennen. Und er hat mehrere Unterweisungen gegeben, in denen er betont hat, dass es überhaupt nicht auf Glauben ankommt, dass Glauben sogar kontraproduktiv ist. Denn es ist ein Weg des Erforschens und des Herausfindens, des Entdeckens. Und als solchem bin ich auch selber, bin selbst sehr froh, einem Weg zu folgen, der von mir nicht verlangt, etwas zu glauben. So ist es zum Beispiel, um dem buddhistischen Weg zu folgen, nicht notwendig, an den Buddha zu glauben. Er ist kein Gott. Der ist auch nicht wie ein Heilsbringer, wo wir sagen müssen, dass alles, was der sagt, ist wahr, sondern wir sind voller Respekt unterwegs und nehmen das, was uns Buddha Gautama oder Shakyamuni Buddha, was der uns gesagt hat, nehmen wir als wertvollen Rat und wir testen das in unserer Praxis. Und genauso das, was andere Meister und Meisterinnen gesagt haben. Und wir bleiben offen gegenüber all den anderen Traditionen und wir können das, was die sagen, genauso testen. Und natürlich können wir nur das testen, wozu wir in unserer Praxis in der Lage sind. Also, wenn wir herausfinden wollen, wie tiefere Formen der Meditation ausschauen, was sie für Nutzen haben oder auch nicht Nutzen, dann müssen wir natürlich in der Lage sein, die selber zu erfahren. Oder wenn es um die Frage der Wiedergeburt geht. Nein, wir brauchen Wiedergeburt nicht zu glauben. Auch ein Urton, Buddha, Originalton, der zu Praktizierenden geschworen hat und ihnen verschiedene Alternativen aufgezeigt hat. Also, falls ihr an Wiedergeburt glaubt, dann ist das und das hilfreich. Falls ihr nicht an Wiedergeburt glaubt, dann könnt ihr so und so praktizieren. Er hat es offen gelassen. Und so gibt es keine Verpflichtung,
dass wir als buddhistische Praktizierende auf diesem Weg irgendetwas glauben müssten. Wichtig ist, dass wir eine Haltung des offenen Vertrauens haben, die Ratschläge, die da zu uns kommen, die Hinweise tatsächlich wohlwollend aufzunehmen und dann selber zu testen, ob das stimmt. Und so kommt es durchaus vor, immer wieder, dass es christliche Pfarrer und Priester gibt, die buddhistische Zuflucht genommen haben. Es gibt Menschen, die das miteinander kombinieren können. Sie sind in der christlichen Gemeinde aktiv, verfolgen aber einen buddhistischen Weg der Meditation, weil Meditation dort nicht so angeboten wird. Es gibt Menschen, die als überzeugte, nichtgläubige Atheisten und alle, die ganz, ganz bewusst eben keiner Religion angehören wollen, die den buddhistischen Weg gehen, weil sie dort diese Nahrung finden, die sie brauchen, die sie schätzen, um den eigenen Weg des Erforschens zu gehen. Eigentlich ist der buddhistische Weg ein wissenschaftlicher Weg. Es geht im besten Sinne um eine Wissenschaft des Geistes, wobei jeder Forschende durch alle Etappen selber hindurchgehen muss. Es ist nicht eine Wissenschaft des Glaubens, wo man einfach alles glaubt, was frühere Wissenschaftler herausgefunden haben, sondern eine Wissenschaft des kritischen Nachvollziehens. Und so kommt man dann in die Lage, allmählich aufgrund eigener Erfahrung in einzelnen Bereichen oder in zunehmend vielen Bereichen schon sicher zu sein. Und jeder buddhistische Praktizierende, außer jetzt wirklich vielleicht die den Weg schon vollständig gegangen sind, aber für uns alle bleibt ein Teil Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben, wo wir vielleicht schon Antworten gehört haben, aber wo wir sagen müssen, nein, das kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Dann gibt es den anderen Bereich von Fragen, also Lebensfragen, die wir ausreichend geklärt haben und uns sagen, okay, da bin ich schon durch auf dem Weg, das habe ich abgehakt, das ist klar geworden, darauf kann ich aufbauen. Und mit der Zeit wird der Sack der ungelösten Fragen, der wird kleiner und sozusagen der Sack der gelösten Fragen wird größer. Wir haben dank unserer Praxis die Möglichkeit, Themen anzuschauen, innerlich in der Praxis zu bearbeiten und kommen dann zu einem Verständnis von diesen Fragen. Und so geht das mit allen Aspekten des buddhistischen Weges. Es gibt nichts im buddhistischen Weg, was eine Hypothese wäre, die man nicht nachprüfen kann. Aber es braucht natürlich eine unglaublich tiefgehende, intensive Geistespraxis, inklusive all der Formen von Meditation, um all diese Fragen dann tatsächlich zu überprüfen. Das ist, wenn man dann tatsächlich den ganzen Weg gehen möchte, dann ist das eigentlich so eine Art Hochleistungssport. Also es braucht den ganzen Menschen, es braucht uns eine innere Praxis den ganzen Tag und dann auch noch später in der Nacht. Und das ist natürlich dann besonders effektiv. Aber es gibt auch die reduziertere Form von Praxis, wo wir einfach das umsetzen, was uns gut tut, gar nicht die Ambition haben, große Wissenschaftler zu werden, also große Kenner des Weges, sondern wir gehen den Weg in unserem Tempo, integrieren immer wieder mal Aspekte, gehen immer wieder mal zu Unterweisungen oder sehen so ein Video wie jetzt und lassen uns davon inspirieren. Und so klärt sich auch für uns mit der Zeit immer mehr. Und der Bereich, wo wir keine persönliche Erfahrung haben, den nehmen wir zur Kenntnis. Vielleicht inspiriert er uns sogar, was da gesagt wird.
Aber es ist nicht wichtig. Und wir brauchen uns aufgrund der Aussagen von irgendwelchen buddhistischen Meistern und Meisterinnen, brauchen wir uns nicht verpflichtet zu fühlen, das auch zu glauben. Wir brauchen das gegenüber unseren Freunden und auch gegenüber uns selbst gar nicht zu verteidigen. Ja, wir brauchen es nicht, wir brauchen uns nicht als Buddhisten hinzustellen. Wir sind einfach Praktizierende auf dem buddhistischen Weg.